Nach dem Marseille-Viertelfinale kam ja dann dieses Spiel in Dortmund. Ja. Noch deine Bundesligaspiel. Ja. Und die Meisterschaft. Ja. Du holst den Elfer raus. Ja. War es ein Elfmeter? Ja. Ja? Ja. Es war ziemlich eng. Dortmund war Erster. Wir hatten ein paar Punkte Rückstand. Wir mussten eigentlich das Spiel gewinnen. Wir wussten, dass wenn wir dieses Spiel zu Hause gewinnen, uns eigentlich in der Meisterschaft keiner mehr aufhalten kann. Und das war ein ganz, ganz entscheidender Punkt in dieser Saison. Gewinnt man dieses Spiel, hat man alle Möglichkeiten, wieder deutscher Meister zu werden. Verliert man es, naja, dann laufen die Dinge vielleicht wie gewöhnlich. Eigentlich also war das ein ordentliches Spiel von uns, vor allem auswärts in Dortmund nicht so einfach, gegen eine Mannschaft, die Selbstvertrauen hatte. Es war ganz knapp, das muss man fairerweise sagen. Ich stand auf das Messerschneide. Es war ein Spiel auf Spitz auf Knopf. Ich glaube, dass da jede Mannschaft die Möglichkeit hatte, eben dieses Spiel zu gewinnen. Und der Mann hat in diesem Spiel auch wieder überragend gehalten. Für uns auch ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Wir hatten jetzt nicht ein super Gefühl, das kann man sagen. Es war 0-0, dann so ein Dreckstor. Null, 1 aus einer Ecke, wo einer das Abseits aufgehoben hat. Das war eine unheimliche Emotion im Stadion drin. Und natürlich ging es danach Schlag auf Schlag weiter. Bayern wollte unbedingt ausgleichen. Da waren noch 10 Minuten oder so zu spielen. Und dann gab es natürlich die Situation mit Ain. Weidenfeller ist da rausgekommen und ich war erst beim Ball und habe ihm kurz ich habe seine Hände, habe ich da, glaube ich, genutzt. Ich sage heute noch, ich habe ihn nicht von den Beinen geholt oder sonst irgendwas, er hat es einfach clever gelöst. War so, dass er im 1 gegen 1 auf mich zutrippelte und ich dachte, okay, ich gehe hin, aber auch nicht richtig. Im Nachgang hätte ich ganz wegbleiben sollen. Er hat mir die Möglichkeit gegeben und die habe ich genutzt. Wir kennen Ain, glaube ich, alle gut genug, dass er natürlich sich da die Chance auch nicht entgehen lässt. Und dann hast du natürlich in so einem Moment eigentlich genau das Spiel auch im Kopf, was dann hinterher auch im Kopf entschieden wird. Dieses Psychospiel halt, wer hat jetzt genau den Tick und den Trick, eben richtig zu liegen. Robben will sich's nicht nehmen lassen. Dann gab es halt eben dieses Duell Ain Robben gegen Roman Weidenfeller. Entscheidet sich jetzt mit die Meisterschaft. Es war halt schlecht geschossen. Punkt, ja. Ain hatte zuvor oftmals auf meine rechte Hand geschossen und ich dachte, dass er die Seite wechselt. Er war ganz schlecht einfach, ja. Kann man ganz kurz sagen. Mehr braucht man da nicht, glaube ich. Nee, weißt du, es gibt dann immer so Geschichten, manchmal hörst du oder liest du mal was über Leute, die dann nochmal über so eine Situation reden. Ja, jeder hat seine eigene Geschichte und jeder glaubt vielleicht auch daran, aber diese weiß ich noch, das war halt nicht gut geschossen, Punkt. Als Adrian eben auch den Elfer verschossen hat, ne, wurde er auch übelst beschimpft vom Subotic. War jetzt auch nicht so gentleman-like. Ich mag, dass es fair abläuft. Wenn es unfair ist, dann riss ich aus. Und in dem Fall dachte ich eben, dass es eine Schwalbe war. Deshalb bin ich dann danach hingegangen und habe ihm das gesagt.
Mit dabei war der Begriff Schwalbe. Und all das andere, was ich gesagt habe rund um die Schwalbe, war Beleidigung. Aber steht in meinem Buch, ich glaube auf Seite 93. Nee, aber auch für mich jetzt kein stolzer Moment. Sowas macht man nicht. Also, aber mir hat es in dem Moment nicht so viel gemacht. Was ich auch später festgestellt habe, ist auch Roman richtig dran gekommen und hat ihn gefoult. Gut, sage ich jetzt, kannst du geben. Ich war ich war schon enttäuscht. Also wenn ich es zurückziehen könnte, würde ich es zurückziehen. Ist trotzdem nicht sportlich von mir. es war mir eigentlich egal, dass er da vor mir stand. Der Arjan hatte in der Zeit leider nicht den besten Lauf. Der hat gut gespielt, aber er verschießt den Elfmeter. Er hatte eine 100%ige Chance noch. Also mit einem 1:1 wären wir noch zumindest theoretisch im Rennen um die deutsche Meisterschaft gewesen. Aber mit der Niederlage war es dann leider besiegelt, dass wir Zweiter werden, Vizemeister. Und dass Arjen Robben als eigentlich ein guter Elfmeterschütze ihn dann verschießt, sieht man auch, in welcher Drucksituation Bayern München in dieser Situation war und wie stark sie auch darunter gelitten haben, dass Borussia Dortmund so erfolgreich, so stark war. Ich glaube, das hat sie ganz schön beschäftigt.